Was macht diese Tat von Solingen eigentlich mit unserer Gesellschaft? Was muss sich ändern? Und deswegen ist uns nun Dennis Yücel zugeschaltet aus unserer Weltredaktion. Dennis, schön, dass du dir Zeit nimmst. Guten Tag, Dennis. Hallo. Hallo Carsten. Dennis, du hast dich bei Twitter auch bereits bei X ausführlich geäußert. Du sprichst davon, dass dieser Terroranschlag zu einer gesellschaftlichen Zäsur führen muss. Inwiefern? Naja, ich habe mich auf Twitter, vielleicht das noch vorneweg, ich habe mich auf Twitter geäußert, weil ich gerade meinen Urlaub habe. Ich bin gerade nicht für die Welt tätig, sondern für die Autorenvereinigung Penn Berlin mit einer Gesprächsreihe zum Thema Meinungsfreiheit unterwegs. Aber das Thema ist mir so wichtig, dass ich dann gestern, weil auch dann auch die Nachrichtenlage auch ein bisschen klarer war, wer ist der Attentäter, habe ich dazu ein paar Takte gesagt, weil mir das Thema wichtig ist, aber weil ich auch gerade die symbolische Aufladung auch sehe. Solingen, der Anschlag von Solingen, das war der Schlusspunkt dieser extremen Welle rassistischer Gewalt Anfang der 90er Jahre. Nicht, dass die rassistische Gewalt, rechtsextreme Gewalt danach abgenommen hätte, aber diese große Welle war danach vorbei. Das führte auch zu einer Zäsur. So schlimm das damals war, hat das dann dazu geführt, dass sowohl die deutsche Gesellschaft sich allmählich mit der Realität der Einwanderungsgesellschaft die angenommen hat, wie die Einwanderer auch selbstbewusster und auch diesem Land zugewandter wurden und selbstbewusst ihren Platz hier eingefordert haben. Und gerade wegen dieser symbolischen Analogie, es hätte jede andere Stadt sein können, aber es ist nun mal Solingen und ich glaube, der Zeitpunkt ist längst gekommen, an einigen Stellen in Sachen Einwanderung nachzudenken. Und ich glaube nicht, dass man dann alles über den Haufen werfen muss, aber so wie ich das gestern in diesem Tweet auch formuliert habe, die Willkommenskultur kann nur funktionieren, wenn sie auch mit der Einsicht einhergeht, dass bestimmte Leute in diesem Land nicht willkommen sind und wo es sinnvoll ist, so schnell wie es in einem Rechtsstaat irgend möglich ist, diese Leute dann auf die Tür zu weisen. Dennis, aber in diesem Zusammenhang, wie beurteilst du denn jetzt auch diese Forderungen, die gestellt worden sind, zum Beispiel von der CDU jetzt, also dass man keine Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan mehr aufnehmen soll, dass die Abschiebungen auch in diese beiden Länder jetzt knallhart umgesetzt werden. Die SPD hat ja gesagt, das ist überhaupt nicht möglich, das ist mit unseren Gesetzen nicht vereinbar. Also ist das wieder diese Hilflosigkeit der Politik, einfach nur irgendwelche Forderungen zu stellen und damit auch in dem Sinne populistisch versuchen, die Art und Weise, die Bevölkerung zu beruhigen? Das erste ja, das zweite nicht. Also die Frage, das Asyl ist ein Grundrecht und es gibt sehr gute Gründe, weswegen Menschen dem Taliban-Regime entfliehen. Wir erinnern uns, auch die Bundeswehr hat Anfang dieses Jahrtausends einen Kampf gegen das Taliban-Regime geführt. Und das ist eine Tragik, wie ich finde. Die Bundeswehr und der Westen hat Afghanistan viel zu früh verlassen. Und es gibt gute Gründe, weswegen Menschenrechtler, intellektuelle Journalisten und auch jeder andere, auch andere Menschen, die von diesem Regime fliehen müssen, nach Deutschland oder nach woanders hinkommen. Dasselbe gilt für die Assad-Diktatur, eine der brutalsten Diktaturen der Welt. Und zu sagen, pauschal, wir nehmen keine Leute mehr aus diesen Ländern auf, das halte ich für sowohl im ethischen Sinne für falsch und das ist mit dem Grundgesetz auch nicht vereinbar. Eine andere Frage ist, wie mit Leuten umgehen, die hier einen Asylantrag gestellt haben, der abgelehnt wurde, vielleicht auch nicht nur von den Behörden, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, dagegen zu klagen, wenn auch rechtskräftig in letzter Instanz ein Gericht beurteilt hat, ein Gericht einen Asylantrag für unbegründet gehalten hat, dann kann man rechtlich, das ist nicht populistisch, diese Leute auch abschieben. Das Problem da ist bislang, dass Deutschland aus guten Gründen weder mit den Taliban noch mit dem Assad-Regime eine Zusammenarbeit eingegangen ist, um die Leute abschieben zu können. Du kannst ja einen afghanischen Staatsbürger kannst du ja nicht nach Uganda abschieben, sondern da muss das Land bereit sein, Afghanistan in diesem Fall und ähnlich ist es wie Syrien. Ich vermute, dass sowohl die Taliban als auch das Assad-Regime auf der Suche nach internationaler Anerkennung da durchaus zu Zugeständnissen bereit wären. Vielleicht spielt ja auch Geld eine Rolle, aber das halte ich so unangenehm das ist, so hässlich es ist für eine Bundesregierung, für einen demokratischen Staat mit solchen Regimen, sich auf eine Form von internationaler Zusammenarbeit einzulassen. Ich denke, leider ist das unumgänglich, um solche Leute dann auch tatsächlich abschieben zu können. Kurz, keinen mehr aufnehmen ist moralisch falsch und mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Leute abschieben zu können, ist eine Frage von politischen Regelungen, Übereinkünften, die dann die Bundesregierung auch erzielen könnte.
Dennis, danke für das Gespräch zu den Auswirkungen des Messerattentats in Solingen.